Die Aufregung kommt langsam. Ja? Ich gestern gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich aufgeregt bin oder nicht. Ich bin aufgeregt. Ah, das passt schon, passt schon. Tattoos sehen gut aus. So sieht gut aus. Ich bin ziemlich sicher, ich habe alles dabei. Aber die wichtige Frage ist, wer ist aufgeregter? Papa Bär oder seine Athleten? Athleten natürlich. Die Athleten natürlich. Relativ entspannt. Okay. Wie gesagt, am Switzerland, neutral. Ja, Und wenn überhaupt, muss ich euch halt beruhigen. Felsverbrennung, also wir werden mal sehen, wie das so läuft, ne? Sind jetzt alle im Wechselzelt drin. Ich chill ja noch ein bisschen vom ABC Store. Hab mein E-Bike schon dabei und gleich ein bisschen entspannt bleiben, bevor es dann den ganzen Tag auf dem Bein unterwegs sein wird. Vergessen? Anzug anzuziehen. Richtig. Mann, viel Erfolg. Das ist der Swim-Turnaround da hinten an der Bodycloth. Regenbogen ist auch da, Helikopter ist oben. Die ersten Frauen schwimmen gleich um die Bodycloth herum. What you doing here, Grant? Just getting ready in case anybody has any troubles. Okay, Takura Kini turnaround. Correct. Looking good. This is so professional, you know. I'm so amazed how you do this, dude. Okay, also Tom ist jetzt bald irgendwann Richtung HW unterwegs. Hab hier noch Grand ausgeholfen. Am Wendepunkt. Hola. Hola, ¿qué tal? What's your German word that you know? Dummkopf. Dummkopf. Right here. Lederhosen. Lederhosen? Yeah, all I know is you better not publish that. Während unten die Athleten auf dem Rad sind und ich da am Wendepunkt ausgeholfen habe, wurde es ein bisschen heiß. Entsprechend dachte ich, wird mal Zeit, mich ein bisschen abzukühlen. Also die ersten Profifrauen sind jetzt vom Rad runter. Die Mädels sind Richtung Waikoloa noch. Meine Mittagspause ist jetzt vorbei. Rad wieder rausgeholt. Und jetzt geht es wieder runter. Euch verfolgen. Und das wird dann. Yeah, they're right together. Okay, kriegst du hin? Smiley!
gesagt habe in Zukunft, Tom, wie du gelitten hast, es geht weiter. Aber die restlichen emotionalen Sachen, die machen wir hinterher. Ja. Komm gut nach Hause, gib Gas. Ich versuche dich ein bisschen zu begleiten, guck mir aber auch die anderen an. Sieh mal ganz solide aus, Dude. You got this, you got this. Hier, deine Freunde gucken dir auch zu. Cheers, Squad! Man. From Kailua Kona, 76 years old, is Bob Crawford. Also, sehr, sehr langer Tag gestern gewesen. 4 Uhr aufgestanden und dann bis spät in die Nacht noch Bob verfolgt, meine Athleten verfolgt. Viele gute Ergebnisse, einige haben echt mit der Hitze zu kämpfen gehabt und nicht jeder Plan ist aufgegangen. Aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Aber hier dieser Blog soll es ja vor allen Dingen um Tom gehen, deshalb lassen wir ihn doch gleich mal direkt ran und reden. Und erzähl mir denn mal, wie lief denn dein Rennen? Und was lief nicht gut? Und für diejenigen, die dich verfolgt haben, erzähl mal. Gut, genau, also ich versuche das mal so chronologisch wie möglich aufzubauen. Angefangen hat es in der Wechselzone, dass es alles ziemlich lang gedauert hatte, weil es gab nur sehr wenig Pumpen für viele Athleten. Zusätzlich hatte ich ein bisschen Probleme, meinen Vorderreifen aufzupumpen mit der Pumpe, die dort hatten. Alles in allem ziemlich hektisch, dauerte glaube ich eine Stunde, ein bisschen mehr. War in der Hinsicht schon ein anstrengender Start in den Tag, muss ich sagen. Genau, dann ging es zum Schwimmen und ich fühlte mich eigentlich ziemlich gut. Ganz am Anfang zumindest, war halt ein Massenstart mit, ich weiß nicht, sagen wir 170, 180 Athleten in meiner Altersklasse. Das war aber recht entspannt, muss ich sagen. Ich konnte recht gut meine Lücke finden, hatte für die ersten 500 Meter, waren wir eine schöne Gruppe, hat Spaß gemacht und dann fing es halt an, dass wir in die Herren vor uns reingeschwommen sind. Lass es 900 bis 1000 gewesen sein, insgesamt, die vor uns noch gestartet sind. Also das Starterfeld direkt vor uns, haben die gesagt, waren irgendwie 680, 50 bis 54, glaube ich. Wie dem auch sei, sehr, sehr viele Menschen, was dazu geführt hat, dass es eigentlich, ja, für 3 Kilometer mindestens eine ganz schöne Schlacht war. Und es hatte wenig was mit schönen Schwimmen zu tun, sondern mehr mit, wie kommt man am besten durch, ohne dass man auch bestenfalls andere Menschen irgendwie unter Wasser dippt oder sowas. Hat das auch nicht dafür gesorgt, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich war in dem Moment schon, ja, nicht in der besten Stimmung. Genau, dann auf dem Rad ging es halt weiter. Dass ich recht am Anfang eine Flasche verloren habe, was gar nicht mal so schlimm war, weil ich habe damit gerechnet, habe mir durchgesprochen. War okay, bloß kurz danach ist auch die Kette jetzt erstmal abgeflogen, so bei Kilometer 2. Was mich immer noch aufregt, ja. Super, ich glaube im Nachhinein wissen wir jetzt auch, woran es liegt. Woran liegt's? Woran liegt's, genau, das komme ich jetzt gleich zu. Sorgte dafür, dass, wie gesagt, die Stimmung war nicht besser dadurch. Zusätzlich eine sehr, sehr volle Radstrecke. Ich glaube, Flo hast du auch gesehen, beim Wendepunkt waren halt 1000 Athleten vor uns. Ja, dass auch euch zuletzt gestartet haben, das verstehe ich bis heute nicht. Ich meine, klar, die wollten, dass die Profifrauen ihren Finish haben und ihr die nicht einholt, aber es war einfach für euch ein absolutes doofes Rennen dadurch. War kein richtiges Rennen auch hier. Also es war kein Race, dass wir gegeneinander geraced sind, sondern mehr ein Durchkommen. Also die ersten 40 Kilometer waren Gruppen, so ein Coffee White, ohne Coffee und mit Gatorade und Cola. Aber es war wirklich hat nicht so viel Spaß gemacht. Gut, wie dem auch sei, dann
der Höhepunkt meines Tages war dann so ein bisschen bei Meile 70, Kilometer 100, irgendwas war es dann, ist meine Kurve, die linke Kurve, abgegangen. Das war, Oh Gott. ja, das war, ich meine, daran lag es auch, dass die Kette wahrscheinlich abgesprungen ist, weil Ja, es von sicherlich. vornherein etwas locker war. Wir haben es aber halt nicht, ich habe es nicht gemerkt beim Fahren, erst auf der Rennstrecke. habe Ich verstehe, ja, wir hatten eigentlich alles kontrolliert. Also das ist immer noch ein Mysterium for Ja, me ganz too. genau. Ja. War ein bisschen lustig. Ich habe Brenda, also eine von Flo's Athleten, die auch in dem Video mal vorkommt, kurz überholt. Und dann 5 Minuten später stand ich am Straßenrand, hat meine Kurbel so gewählt. Saunaaufguss. Ja, so ein Mechanic sieht. Und ja, erstmal Props an die Jungs, die da unterwegs waren. Weil das ging sehr Bike works for the Bikeworks. win. Als sie mich dann gesehen hatten, 20, 25 Minuten insgesamt, stand ich da, glaube ich, vielleicht 20, ging es sehr schnell, haben mir ein bisschen Wasser gegeben, meinten, hey, come on, go. Und Ja. ja, alles in allem war ich danach, was das Racen angeht, war für mich so ein bisschen vorbei. Ja, klar. Nicht die richtige Einstellung, im Nachhinein stört es mich auch ein bisschen, das war so ein Hin und Her zwischen, hey, jetzt einfach nur durchkommen und dann wieder, okay, komm, jetzt gib dir nochmal ein bisschen Mühe. War aber nicht mehr so. Was habe ich dir zugerufen am Anfang des Laufes dann? Richtig, genau, dann beim Laufen ging es los. Ich fühlte mich ganz am Anfang, also ich fühlte mich nicht gut. Mein Herz war, irgendwie hatte ich Schmerzen in der Brust, im Brustbereich. War irgendwie ein bisschen warm. Ja, genau, wahrscheinlich. Flo meinte, hey, komm, erstmal ganz am Anfang meinte er, so geiler Mechaniker. Und ja, das war ganz ziemlich cool. Bei Kilometer 5 oder sowas war ich schon so, dass ich möchte einfach nur durchkommen. Ich habe gemerkt, rein von der Lunge her und von der Puste her läuft es nicht ganz so gut. Ja. Genau, sehr motivierende Worte von Flo dann gesagt, so, hey, ganz ehrlich, komm durch, genieß den Tag ein bisschen, mach einen Haken dran, die Zukunft steht vor dir. Richtig. Ja, Aber auch an dem Tag, also was ich damit auch meinte, schließ im Rennen noch ab, was auf dem Rad passiert ist, kannst du eh nicht mehr ändern, das war vorhin und jetzt mach noch einen geilen Marathon raus. Genau, ich habe mein Bestes gegeben, ganz am Anfang lief es auch noch ganz okay, Ja. dann kam halt der Highway Energy Lab, jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, ich habe mich echt nicht gut vorbereitet, ich war komplett überhitzt, auch zwischen den Aid-Stations habe ich gemerkt, dass mein Nacken brannt. Haben wir drüber geredet, über die ganzen Sachen, aber wie gesagt, Lektion weiterhin gelernt. Genau, ich habe viel an dem Tag gelernt. Okay, sehr gut. Ja, ich bin gelaufen zwischen den Aid-Stations, habe es meistens geschafft, dass ich durchgehend jogge. Auf Pace habe ich gar nicht mehr geachtet. So zum Ende hin, bei den Anstiegen hatte ich ziemlich Krämpfe in der Wade. Auch da Lektion gelernt, ein bisschen Salz auf jeden Fall mitnehmen vorher. Wir dachten, meine Gels haben genug Elektrolyte. Hatten wir zumindest vorher so ausgetestet. In Kopenhagen hat es gereicht, für den Tag halt nicht. Ja gut, hier ist es natürlich auch wesentlich heißer. Also da ist dann wieder der Schweißtest doch sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt. Für nächstes Jahr, wie gesagt, ich habe viel gelernt. Jetzt heute muss ich sagen, ich bin natürlich irgendwie enttäuscht. Ich habe mir mehr erhofft. Keine Frage. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht der Fall ist. Ich habe aber noch am Lauf selber gesagt, für den Zukunftstom, also für mich jetzt, so, hey, komm, sei nicht zu enttäuscht, du hast echt gekämpft. Es war ein richtig harter Tag, besonders das Laufen war wirklich eklig. Ja. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Wie gesagt, die Zeit mache ich einen Haken dran, ist halt wie es ist. Ja. Und alles in allem kann ich halt sagen, der ganze Aufenthalt hier ist eine riesengroße und schöne Erfahrung und das Rennen war von Anfang an nicht der Hauptpunkt. Ne? Ja. So dumm es klingt, aber ich bin nicht so enttäuscht, wie ich dachte, dass ich sein werde hinterher. Okay. Für mich ist das Wichtigste, dass du Lektion gelernt hast, weißt du? Ganz genau. Also, dass er wirklich verstanden hat, hey, okay, ich kann loosey-goosey an die Rennen rangehen und das so, das passt schon irgendwie. Das funktioniert vielleicht bei normalen Rennen ganz gut und dann kann er trotzdem gewinnen. Aber hier kriegt er halt eine ordentliche Packung eingeschenkt. Und jeder, der irgendwie Ambitionen hat, mal Richtung Profi oder sonst was sich zu entwickeln, der muss genau das verstehen, dass du halt... Da ist nichts mehr mit Loosey-Goosey. Da muss er einfach richtig ranheizen und Gas geben und alles richtig machen. Und ich hoffe, dass du das hier mitgenommen hast, dass du die Loosey-Goosiness abschaltest, deinen Scheiß zusammenkriegst und zack, 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 alles 100% machst und dann wird es. Auf jeden Fall. Alles klar. Danke.